Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report. Heute mit dem Thema Goldaktien, Speerspitze der Gold- und Silber-Bullenmarktes. Disclaimer. Aus unserer Sicht steigen und fallen Goldaktien mit den Preisen von Gold und Silber. Eigentlich, denn bei genaueren Hinsehen ist es sogar nur der Silberpreis, der Goldaktien mit hoch oder runter treibt. Aus diesem Grund haben wir seit 2016 erfahren, dass Silber schlechter performt als Gold. Noch heute ist Silber mit mehr als 100% von seinem Alltime-Hoch von 1980 und 2011 entfernt. Er müsste 50% halten natürlich. Aktuell kostet eine Unze Silber 24,41 Dollar. Das Alltime-Hoch, wie gesagt, ist 50 Dollar. Gold notiert mit 1960 nahe das Alltime-Hoch von 2080. Sie sehen, Goldaktien befinden sich historisch tief, obwohl Gold fast 2000 Dollar wert ist. Silber jedoch gegenüber Gold stark unterbewertet. Top-Analyst Grady zeigt uns vor 10 Tagen den Chartvergleich von Gold und Silber mit einer großen Divergenz. Deswegen gehen wir davon aus, wenn Silber in den kommenden Monaten diese Lücke schließen wird, dass Junior Penny Goldaktien und Silberaktien überproportional steigen wird. Ja, das ist wirklich eine interessante Beobachtung. Man kann auf alle Fälle sagen, wenn Silber überschießt, ist es ein Zeichen, Goldaktien zu verkaufen. Und wenn es dieses große Gap gibt, das wir eben jetzt auch haben, so ein großes gab es eigentlich noch nie, ist es eine gute Zeit, Goldaktien zu verkaufen. Sie sehen das zum Beispiel hier. Hier 2009 wäre es eine gute Idee gewesen, Goldaktien zu verkaufen, als es dann übergeschossen wird. Ein eindeutiges Signal, dass man sich diesen Markt trennen muss. Genauso natürlich hier ähm, unser Extremsüberschuss 1980, das hat also laut geschrien, das Verkaufssignal. Daran müssen Sie auch denken. Wenn Silber irgendwann völlig überschießen sollte, muss man Gold- und Silberaktien verlassen. Weil wenn es dann zur Korrektur kommt, das trifft, wie wir alle erfahren haben, Gold- und Silberaktien unvorstellbar brutal. Aber klar, es kann auch nicht diese Megagewinne werden ohne den Risiko des totalen Absturzes. Das ist leider hier oder es ist einfach so hier im Gold-Silber-Aktiensektor. Da kann man gar nichts machen. Interessant ist eben diese Divergenz. Und man könnte im Prinzip sagen, ähm, Silber hat ja seit 2011 quasi enttäuscht. Und davor war das eigentlich ein gutes Investment sozusagen von 2000 bis 2011. Und was wir eben vor 2011 gesehen haben, waren auch noch richtig starke Goldaktien-Bullenmärkte, zum Beispiel von 2000, 2004 und nach Rückgänger ging das bis 2007, aber das war ein enormer Anstieg. Zum Beispiel Hui-Gold-Ratio ist ja bis auf 63 gefunden, heute 11 oder 12. Das heißt, wir können nur vermuten, aber dadurch, dass Silber unterperformt habe, gab es nur sozusagen diese Baby-Goldaktienbullenmärkten, in dem von 2016 und auch den jetzt von der Corona-Krise, der aber auch nur deshalb so attraktiv war, weil das nochmal ungeheuer runtergezogen ist und dann nach oben gegangen ist. Aber gut, waren Bullenaktien, war aber klar im Vergleich zu den früheren Goldaktienbullenmärkten ein Babybullenmärkte. Und der Grund dafür dürfte das nicht performende Silber sein. So, nun meint dieser Statist und wir ja auch und viele anderen auch, Sie vermutlich in der Mehrheit auch, dass Silber sozusagen ein extra Potenzial hat. Und wenn das dann in Bewegung kommt, könnte es eben auch überschießen und es könnte dann auch zu diesem Phänomen gehen, dass dann sozusagen hier Silber und Gold sich sozusagen wie hier eben 2011 oder wie hier 1980 dann wieder berühren werden. Also, und das ist in der Vergangenheit immer eine ganz große Chance für Penny Gold und Silberaktien gewesen. Ja, hier ist nochmal ein Goldprojektgenerator aus Ontario und Nunavut. Sie haben 3 bis 4 Projekte. Hier einmal Atikoken in der Nähe, also Ontario, 225 Quadratkilometer groß, große Landposition in der Nähe des Projekt Hammerod Reef von Agnico Eagle. Dann ein sehr großes Gebiet in Quaituk und mit 836 Quadratkilometer
Und nochmal eine Option auf weitere 806 Quadratkilometer. Das ist groß. Das ist an der nördlichen James Bay, wie gesagt, in Nunavut. Das ist, sage ich mal, ein großer Wert, was das Unternehmen hat. Dann eben weiter haben sie noch das Red Lake Erweiterungsgebiet. Red Lake ist natürlich auch ein bekanntes Gold. Abbaugebiet. Denken Sie, hier steht ja auch Exploration, Entwicklung von mehr als 30 Millionen Unzen auf diesem Gebiet, also insgesamt im Red Lake-Gebiet. Das ist gut etabliert, gibt es eine gute Infrastruktur. Dann haben sie noch Stewart Lake, ein Lithium-Projekt. Und wenn man sich das Ganze charttechnisch ansieht, also diese sind eigentlich gut gestiegen im letzten Goldaktienbullenmarkt. Natürlich jetzt mit der Korrektur mehr als dezimiert worden. Aber auch hier gilt, der Boden ist erreicht und man könnte einfach denken, wenn es jetzt wieder zu einem Gold- und Silberaktienbullenmarkt kommt, dass sich im Prinzip diese Story hier von 2020 wiederholen könnte. Und wenn das natürlich, wie wir hoffen, einer der größten Goldaktienbullenmärkte aller Zeiten wird, kann es eben noch weit darüber hinausgehen. Jedenfalls hat die Aktie dann sozusagen auch die Zutaten, die Investoren dann danach suchen, große Gebiete, großes Explorationspotenzial und so weiter und so weiter und so weiter. Sicherlich ein Unternehmen, sage ich mal, natürlich ist es sehr hohes Risiko, aber die Ressourcen sind definitiv da und man kann sie jetzt für sehr, sehr wenig Geld noch bekommen. Wie immer ist es natürlich keine Kaufempfehlung. Ja. Ja, nochmal generell zu Gold. Gold müsste eigentlich analog der 1970er Jahre jetzt von ca. 2000 Dollar auf 8500 Dollar innerhalb von einem guten Jahr steigen. Genau das ist eben damals passiert, nur dass die 2000 Dollar damals 200 Dollar waren. Es kam dann eine Korrektur und danach ist es dann hochgeschossen von 200 Dollar auf 850 Dollar in einem guten Jahr, im Wesentlichen im Jahr 1979. Ja, und das hat dann diese extreme Goldaktienrallye ausgelöst. Hier ging es dann hier von 5 Cent auf 19 Dollar, 10 Cent auf 36 Dollar, 20 Cent auf 40 Dollar hoch. Also gar nicht selten konnte man aus 1000 Dollar 100, 200, 300.000 machen. Das passiert natürlich nicht ständig. In diesen Goldaktienmärkten ist schon eine ganz extreme Situation, muss da vorliegen. Und wir haben es ja gesagt, ich hatte ja gesagt, diese Babybullenmärkte reichen ihnen bei weitem nicht aus, damit sowas entstehen kann. Und das hat natürlich auch dadurch, dass man natürlich auch auf diesen Primäranstieg sozusagen wartet, ist es natürlich auch immer schwierig zu verkaufen, wenn dann Goldaktien einen Teil zugelegt haben. Das ist ja auch ein Teil des Dilemmas. Wie gesagt, wir hoffen auf eben der beschriebenen Faktoren, dass es jetzt so einen starken Primäranstieg gibt. Und irgendwo, wenn Gold muss erstmal jetzt eben 2200 erreichen, Silber eben Richtung 40, 50 gehen, auch da das Alltime-Hoch überbieten sehr wahrscheinlich, dann wissen wir, dass Goldaktien relativ teuer sind und dann haben wir möglicherweise eine Rallye und können das abstoßen. Möglich, aber es kann dann eben auch noch weiter raufgehen, wie ich an diesem Beispiel zeigen will. Nichtsdestoweniger, wir halten uns hier an, die meisten Statisten sagen im ersten Schritt jetzt irgendwie alles Werte zwischen 2200 und 2800 und Silber in Richtung 50 und daran halten wir uns jetzt auch als nächsten Schritt. Aber ich wollte es trotzdem mal sagen, dass theoretisch sowas auch passieren kann. Ist es jedenfalls schon mal passiert. Ja, welche Ereignisse liegen vor uns? Eben dieser moderate Anstieg auf Gold und Silber. Also Gold steigt um 20 bis 25%. Okay, Silber legt ein bisschen mehr zu. Wichtig ist bei zum Beispiel hier 2016, diesen, was ich Babybullenmarkt gesagt habe, ist eben Gold von 10.000 1050 Dollar auf 1360 gestiegen, Anstieg von 30%, ganz interessante Performance, aber wirklich atemberaubend ist der Anstieg von einigen Goldaktien. Das ist einfach eine Realität. Und hier ist eben diese Aktie eben von 40 Cent auf 41 Dollar innerhalb vom halben Jahr gestiegen. So stark reagieren einige Goldaktien auf eine Veränderung des Gold- und Silberpreises. Also was einen Anstieg von 10.000% bedeutet. Und hieß dann, diese Aktie ist dann also 350 Mal besser gelaufen als Gold selbst. Und nochmal runtergerechnet auf Unzen, hätte damals zum Beispiel eine Unze investiert, ähm, Anfang 2016 diese Aktien gekauft, dafür eine Aktie gekauft und dann im Sommer wieder verkauft, dann hätte man am Ende auch trotz des höheren Goldpreises 79 Unzen
realisiert. Und so sehe ich das eigentlich. Jede Bewegung muss eben mehr Goldunzen bringen. Warum? Weil eben Gold früher oder später, das kann sich noch eine Zeit lang hinziehen, sein Alltime-Hoch von 8.000 Kaufkraft erhalten kann. Das heißt, alles, was wir tun, muss den Betrag in Goldunzen maximieren. Mit Silber kann man das auch machen, aber wegen der hohen Transaktionskosten ist es vielleicht nicht das ideale Metall. Das ist vielleicht eine andere Sparform, wenn man so sagen will. Und das Gleiche ist eigentlich auch hier 2020 passiert. Die ging es von 2 Cent auf fast 40 Cent runter, einigen Penny-Gold-Aktien. Und Gold ist damals auch nur, sagen wir, um 20% oder so gestiegen. So, die Aktie steigt um 2000%, das ist bekanntlich 100-mal mehr. Und ich habe das jetzt nicht berechnet, kann ich beim nächsten Mal noch hinzufügen. Das ist auch hätte man eine Unze Gold dieser Tiefe und ein halbes Jahr später verkauft, wären das vermutlich ja auch 20 Unzen oder so gewesen, die man hätte da rausholen können. Ähm, ja, und wenn man das dann konsequent so macht, diese Spitzen hätte verkaufen können, ein etwas geringer Goldpreis stört uns nicht. Es sind die Goldaktien, die einen kaputt machen, wenn die dann, wie Sie hier sehen, in den Bärenmarkt kommen. Also es ist im Grunde genommen meiner Meinung nach idealerweise der Wechsel eben von Goldaktien und Gold. Normal ist es interessant, in Goldaktien zu gehen und das Resultat ist dann mehr Gold. So, aber sie machen eben die Rückgänge nicht mit. Wenn sie die Gewinne in Gold realisiert haben, lassen doch Gold 200 Dollar steigen. Interessiert doch überhaupt gar nicht. 200 Dollar sinken, das interessiert sie nicht. Aber die völlige Dezimierung der Goldaktien, das ist hart, wie Sie es hier sehen. Ja, also immer noch eine extreme Unterbewertung bei Goldaktien. Also hier haben wir den Chart. Hier wird einfach mal Gold mit Goldaktien als Anlageklasse verglichen. Und seit 1996 sinkt Goldaktien gegenüber Gold, hat diesen Boden erreicht und beginnt eigentlich abzuprallen. Das heißt, jede Sekunde kann es hier sozusagen raufgehen, wie diese Statisten auch meinen. Auch das spricht für den größten Goldaktien-Bullenmarkt aller Zeiten. Und jetzt gucken wir uns diese anderen Goldaktien-Bullenmarkt, zum Beispiel hier, das war der von 2016, kleines Stückchen hochgegangen. Ähm, Das war der hier von 2009 bis 2011, ein kleiner. Also es sind im Grunde genommen Bärenrallies. Im Prinzip sinken die Goldaktien aufgrund, manchmal sind sie dann zu stark gesunken sozusagen und es gibt eine Gegenbewegung und das nennen wir dann Goldaktienbullen ran. Das muss man sich mal vorstellen. Und selbst an diesen kleinen Märkten haben einige Leute ein Vermögen gemacht, eben genau wie der Anstieg hier von 2000 bis 2004 auch Anstieg haben. Aber das ist nichts dagegen, was Sie hier jetzt erwarten können. Jedenfalls nach den Charts sieht das so aus. Genauso interessant ist hier dieser Unterschied eben zwischen Junior-Goldaktien und Senior-Goldaktien als Anlageklasse. Und Sie sehen, dass diese Junior-Goldaktien im Vergleich zu Gold extremst unterbewertet sind. Und auch da war es immer richtig, Goldaktien zu kaufen, wenn die Gap besonders groß ist. Und zu verkaufen, wenn eben die Junior- und Senior-Gas mehr oder weniger gleich bewertet war. Da war es immer sinnvoll zu verkaufen. Das heißt, wir sind hier noch komplett in der Kaufzone, genauso eben wie 2009 beispielsweise oder hier auch 2016 auch nochmal oder eben hier Anfang der 2000er Jahre. Und sobald wir in die Verkaufszone kommen, sage ich mal, sind Goldaktien uninteressant, also wenn diese beiden Kurven sich auch berühren. Ja, wie hätte man 1970 den Goldaktienbullenmarkt optimal gespielt? Im Grunde genommen, so wie wir es jetzt versuchen. Jedenfalls ist es ja auch eine Ableitung. Wir wissen nicht genau das Timing. Wir wissen, dass irgendwann ein massives energetisches Element treten will, sprich Anstieg des Gold oder jetzt auch insbesondere des Silberpreises, dass das neue Alltime-Hoch generiert wird. Und das wird früher oder später zu einer massiven Goldaktienrallye führen. Warum sind Goldaktien interessant? Sie sind eben überproportional unterbewertet. Da gibt es keine logische Erklärung. Da können Sie selbst spekulieren, warum die so tief sind. Und genau das muss man eben aufsammeln, Gute aufsammeln, verteilen, weil es das nicht mit Vorhersage gibt, was da ordentlich steigen kann. Einige könnten auch, sage ich mal, in so einem Feld verlieren oder nur moderat mitsteigen. Einige steigen vielleicht um das 5- bis 10-fache.
aber andere um das 20, 30 bis sogar bis 100-fache so. Und wenn man da gut verteilt ist, hat man vielleicht einige von diesen Megastars dabei und der Rest steigt, sage ich mal, überproportional. Ich würde mal behaupten, in einen wirklich, wenn wir jetzt den Goldbullenmarkt jetzt kriegen in den nächsten 6 bis 8 Monaten, ähm, steigen eigentlich alle Aktien. Dann ist es eigentlich, dann macht man eigentlich mit keiner vermutlich Verlust. Aber es können eben einige dabei sein, die Faktor 100 ausbrechen. Und das würde dann für viele entschädigen, die dann nicht so stark steigen. Also das ist natürlich der Vorteil eines Goldbullenmarktes. Sobald sich das wieder dreht, sieht es selbstverständlich anders aus. Also es wäre sinnvoll gewesen, hier zu investieren, vielleicht eine Verhundertfachung zu machen mit Goldaktien und als dann alle scharf auf Gold und Goldaktien waren, den Markt zu verlassen und klassisch investieren, zum Beispiel Berkshire Hathaway kaufen, weil wie man auch wissen muss oder wissen kann, nach so einem Inflationsexzess, wenn Gold und Silber die Höchstwerte erreicht haben, ist eben alle Energie in dem Sektor und keine Energie in den produktiven Sektoren sozusagen. Die sind dann einfach günstig und weil die Inflation nicht weiter zunehmen kann, weil schon alles maximiert wird sozusagen, haben wir ein inflationsfreies Wachstum. Und das hatten wir eben von 1980 bis zum Jahr 1999. Und das hätte dazu geführt, $50 in Goldaktien, dann reinvestiert 1980 in Berkshire Hathaway, hätte sage schreibe 1 Million gebracht. So, und jetzt stellen Sie sich vor, Sie hätten auch schon damals vielleicht 100 verschiedene Goldaktien à $50 investiert. Und diese $50 von damals könnte man vielleicht mit 250 oder $300 heute betrachten. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3. Irgendwann, wenn die Goldaktien steigen, sie tun es teilweise ja auch schon. Natürlich noch nicht alle so viel, sichtbar, aber einige sind jetzt schon ziemlich gut dabei. Ja, da ist Bewegung in dem Markt. Sie sind gleichzeitig, wenn der Anstieg in einer breiten Masse kommt, ist es meiner Meinung nach gleichzeitig ein Indikator, dass Stress im System ist, weil das ist eigentlich das, was nicht passieren soll, dass Goldaktien steigen sozusagen, aber irgendwann steigen sie dann doch überproportional. Und das setzt eigentlich das setzt eigentlich das Interesse denn der Politiker für diese Gold- und Silberaktien setzt dann auch ein, gerade den Produzentenländern beispielsweise. Es kann zu Verstaatlichung, extra Besteuerung kommen. Die können Schwierigkeiten aller Art machen. Das ist eine große Gefahr, die dann droht. Also muss relativ früh da auch raus. Aber momentan interessiert das noch keinen. Und ich denke mal, ich denke mal, es wird so laufen. Alle möglichen Leute, inklusive die Politiker dort, werden überrascht sein, dass mit einmal die Aktien da hochgehen und dann werden sich für interessieren und dann sind wir eigentlich schon dabei, diese Überbewertung zu verkaufen. Aber auch unser heimisches Bankensystem, denken Sie an die Pleite der Credit Suisse, ähm, wie schnell das gehen kann. Irgendwann kann es vielleicht nicht gerettet, irgendwann machen sie ein Bail-in und blockieren vielleicht die Auszahlung von Assets. Auch das ist möglich, das darf man niemals vergessen. Also es sind eben Krisenzeiten und da müssen wir mit sowas rechnen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es ein Prozess ist und dass da meiner Meinung nach am Ende dieses Goldaktienbooms möglicherweise steht. Das heißt, wir haben dann noch die Möglichkeit, dementsprechend davon unsere Gewinne zu sichern sozusagen. Ja, ist noch einfach hier unten ist nochmal der Gold-Dow-Jones-Ratio. Sie sehen, das 19. Jahrhundert ist eigentlich mehr oder weniger Aufstieg. Das 20. Jahrhundert reflektiert, wenn man so gewissen Sinne will, eigentlich das Papierwährungssystem, das ja seit 1913 zumindest anfänglich eingeführt worden ist. Und das ist natürlich ein Paradies für Insider und Spekulanten und natürlich ein, sag ich mal, ein ziemlicher Albtraum für einfach nur Leute, die sich aufs Produzieren von irgendwas, die nicht in diese Verzerrung jetzt sich mit anschauen und so und das nicht im Blick haben, verlieren eigentlich regelmäßig dann ihre Ersparnisse. Ähm, Es ist eben auch so, 1980 hatten wir schon mal so einen ökonomischen Tiefpunkt. Man konnte, Mike Maloney zeigt es ja auf, konnte man für 500 Unzen Silber ein Haus kaufen, beziehungsweise eine Unze Gold, einen Dow. Aktuell muss man noch so 18, 19 Unzen hinlegen, um einen Dow kaufen zu können. Das heißt, wertmäßig dürften Standardaktien bis 95% fallen gegenüber Gold. Genauso ist es auch mit Immobilien.
Zumindest 1980 war es so. Und Sie sehen aber, die Statisten meinen eher, dass es im nächsten Tief sogar noch schlimmer geht. Also, dass man vielleicht für ein DAO, Entschuldigung, für eine Unze Gold 2 DAO oder sogar 4 DAO bekommen kann. Und das heißt natürlich, die Häuser werden dann nach dieser Logik billiger. Das heißt, irgendwo zwischen 250 und 300 Unzen könnte es, also Silber, könnte es könnte es dann wieder in ein Standardhaus gehen. Ja, Fazit. Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen. Ja, was kann man machen? Also die Verzerrungen sind da. Die Währung, die wir sehen, wird, wird meiner Meinung nach wird sich entwerten oder ganz verschwinden. Ähm, ja, die Vermögenswerte werden implodieren. Also ich habe mir gerade vorgerechnet, Immobilien gehen 95% runter, Standardaktien, wenn sie überhaupt bleiben oder nicht pleite gehen, gehen auch 95%. Also man kann eigentlich nur in Gold und Silber in der Phase sein. Und die Frage ist, wie maximiert man das? Und deswegen machen wir ja Goldaktien, weil die nochmal extra unterbewertet sind zum Gold. Deswegen immer auch immer diese Grundüberlegung, jetzt in Goldaktien machen, investieren, zum Beispiel eine Unze umgerechnet, die, und vielleicht diese Goldaktien bringen uns dann 10, 20 Unzen, vielleicht auch mal mehr, vielleicht auch mal weniger. Jedenfalls generieren wir da mehr Unzen und das ist damit gemeint. Also wir nehmen einfach $200 jetzt in eine Goldaktie. Im Schnitt können wir vielleicht eine Ver-25-fachung im nächsten Goldaktienbullenmarkt erwarten und können davon eben mehr Gold und Silber zum Beispiel kaufen. Aber dieses Gold und Silber ist eben bei $2.500 noch nicht bei 8.000. Es hat eben noch Kaufkraftaufwärtspotenzial. Das sind dann die Spitzenwerte. Wie auch immer denn die Lage dann aussieht, mit oder ohne Bankensystem, das physische Gold und Silber haben sie. Jedenfalls sollte das Ziel sein. Und ich denke schon, dass für eine kurze Zeit diese Maximalwerte einmal kommen werden. Und diese Maximalwerte heißt natürlich sofort, das sind natürlich ganz klar gleichzeitig Verkaufssignale. Das wird nicht lange anhalten. Und das muss man reinvestieren, sage ich mal, und einfach klassisch investieren. Top-Aktien, Top-Fonds und Top-Einkommen produzierende Immobilien möglicherweise oder auch Firmen unter Umständen. Und das würde dann langfristig so auf Sicht von 15 Jahren, wenn man diese Zyklen richtig reitet, 1 Million Kaufkraft kriegt. Diese 50 ist nochmal einfach, wenn wir dieses ökonomische Tief haben, irgendwie werden die Währungssysteme sich stabilisieren und einige Aktien werden eben auch genau wie zwischen 1980 und 2000 mindestens um das 50-fache steigen, wenn nicht noch viel mehr. Das ist hier versucht, auch nicht so Extremwerte zu nehmen, sondern schon an die Realität angepasst. Und das Schöne ist, wir brauchen ja nicht nur eine Investitionskette. Wir können eigentlich jede Woche ein oder zwei im Prinzip sogar aufsetzen. Natürlich könnte eine sogenannte Investitionskette oder Ereigniskette, wie ich das nenne, würde auch gehen, wenn man zum Beispiel, wenn man dieser Geschichte nicht traut oder Angst vor einem systemischen Risiko hat, kann man ja genauso gut auch in den Goldunze liegen lassen. Sie erreicht dann diese vierfache Kaufkraft, die wir hier beschrieben hatten, und reinvestiert dann. Und Goldaktien helfen eben dabei, zum Beispiel mehr Gold und Silber zu schaffen. Und man braucht natürlich auch nicht zum Beispiel alles in Gold und Silber investieren. Man kann ja zum Beispiel auch das Risiko eingehen, wenn wir jetzt eine Goldaktien-Explosion haben. Wir können ja auch dann zum Beispiel einige Top-Standardwerte haben. Vielleicht gibt es ja noch Zwischenrallye, sonst was. Das ist kaum zu überblicken. Nichtsdestoweniger, ich denke mal, der primäre Teil dieser Goldaktiengewinne sollte in Gold und Silber sein, wegen ja, das ist einfach den Tribut an die Nichtvorhersagbarkeit, was passieren wird, muss bezahlt werden. Vielleicht geht das ja alles relativ smooth, sage ich mal, über die Bühne. Und dann ist das alles übertrieben. Aber diese Versicherungsprämien müssen bezahlen. Mit Versicherungsprämien meine ich natürlich die Transaktionskosten, die ja insbesondere mit Silber durchaus schlagen können. Ja, aber ich denke, wir haben da keine andere Wahl sozusagen. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen, diese Aktien zu identifizieren, am moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen. Ähm, ja, wir berechnen eben Potentialfaktors, Anzahl der Unzen, Grad des Goldes, Länderrisiko, Exit-Strategie ist auch mit bei. Wenn Sie den Report kaufen wollen, finden Sie den bei YouTube im Anhang.
Ja, Einlagen von Gold und Silber bei Einkaufsgemeinschaft. Unternehmen zu jeder Zeit an Gold und Silber kommen. Eine Überweisung, schon ist um Zollfreilager in der Schweiz, genauso leicht das Verkauf. Sie sind im Vergleich zu anderen Edelmetallhändlern meiner Meinung nach einer der günstigsten. Ja, und es ist auch keine Mindestinvestitionssumme zu tätigen. Andere dieser Art Einlagungsfirmen wollen, dass man mindestens 4.000 investiert. Und hier gibt es diese Grenze nicht. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben, das würde dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Besten Dank und bis zum nächsten Mal.